Hallo liebe Leute und willkommen bei Arnatex. Mein Name ist Ahmed und heute geht es um 2 Klicks, die jeder schon mal gemacht hat und die jeden genervt haben. Wenn du Dienste zu Hause oder auf einem Server schon mal betrieben hast, kennst du das Problem sehr wahrscheinlich. Du öffnest deine App, zum Beispiel Pi-hole im Browser und bekommst sofort eine Warnung angezeigt. Die Verbindung sei angeblich nicht sicher, das Zertifikat sei nicht vertrauenswürdig oder der Browser rät sogar davon ab, die Seite zu öffnen. Der Grund dafür ist meistens ein selbstsigniertes Zertifikat. Technisch kann so ein Zertifikat die Verbindung zwar verschlüsseln, aber der Browser weiß einfach nicht, ob er diesem Zertifikat wirklich vertrauen kann. Bei einem offiziell ausgestellten Zertifikat gibt es eine Vertrauenskette zu einer bekannten Zertifizierungsstelle, zum Beispiel Let's Encrypt. Bei einem selbstsignierten Zertifikat fehlt einfach genau diese Bestätigung. Der Server behauptet von sich selber, vertrau mir Bro, und das ist modernen Browsern keine solide Vertrauensbasis. Also diese 2 Klicks, einmal auf Erweitert drücken und ausdrücklich bestätigen, dass man die Seite trotzdem besuchen möchte, auch wenn man Gefahr läuft, dass der Computer in die Luft fliegt. Okay, nein, nicht wirklich. Wenn dich das genauso stört wie mich, bietet der Nginx Reverse Proxy Manager einfache Abhilfe. Dieser klemmt sich zwischen unseren internen Diensten und dem Browser, wobei dem Browser ein gültiges Zertifikat präsentiert wird, so dass es nichts mehr zu meckern gibt. Der Reverse Proxy Manager ist eine Open-Source-Anwendung, die Nginx deutlich einsteigerfreundlicher bedienbar macht. Normalerweise müssten wir alles mühsam händisch konfigurieren und auf jeden Punkt und Komma aufpassen, damit nichts in die Luft fliegt, aber mit Nginx Proxy Manager bekommen wir eine übersichtliche Weboberfläche. Damit können wir Proxy-Hosts, Weiterleitungen, SSL-Zertifikate und Zugriffsbeschränkungen bequem im Browser verwalten. Besonders praktisch ist die integrierte Unterstützung für Let's Encrypt. Damit können wir kostenlose, offizielle, vertrauenswürdige SSL-Zertifikate erstellen und automatisch erneuern lassen. Dadurch verschwinden die typischen Browserwarnungen bei selbstsignierten Zertifikaten und unsere Dienste sind sauber per HTTPS erreichbar. Entwickelt wurde der Nginx Reverse Proxy Manager übrigens von Jamie Curnow. Das Projekt gibt es schon seit 2018 und es ist vor allem in der Self-Hosting und Homelab Community sehr beliebt. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Nginx Proxy Manager als Proxmox-Container installieren und konfigurieren kannst und natürlich auch, wie du deine Dienste mit einem gültigen SSL-Zertifikat versorgen kannst. Wir werden uns Proxmox zunutze machen und werden über die Community Scripts den Proxy Manager installieren. Falls du Proxmox nicht im Einsatz hast oder den Nginx Reverse Proxy Manager auf einen eigenständigen Ubuntu-Server oder Linux-Server generell installieren möchtest, fear not. Ich werde die ganzen Befehle unten in meinem Blogpost verlinken und auch die Installation auf einem Linux-Server außerhalb von Proxmox Schritt für Schritt erklären. Das heißt, die Installation von Docker, die Konfiguration und so weiter, das werde ich alles beschreiben. Falls du das jetzt nicht über die Community Scripts machen möchtest oder falls du Proxmox nicht im Einsatz hast. Ich werde das über Proxmox machen, um einfach Zeit zu sparen, damit wir keine Zeit verlieren, und um das Video nicht künstlich in die Länge zu ziehen, werde ich die Community Scripts verwenden, und dazu steigen wir auch direkt ein in meinen Server und ich suche nach den Proxmox Community Scripts. Dann kann ich hier suchen nach Nginx Proxy Manager. Dann war eine Weiterentwicklung, die inoffiziell ist. Wir verwenden heute die offizielle Variante. Dann haben wir hier unten wie immer den Befehl, den wir im Proxmox ausführen müssen. Den habe ich jetzt hier rauskopiert. Dann gehe ich in mein Proxmox, öffne die Shell und kann das hier dann einfach einfügen. Und damit startet auch schon die Installation von dem Reverse Proxy Manager. Wir machen einen Advanced Install. Wir lassen den Container unprivilegiert. Wir geben hier jetzt ein Kennwort ein. Die Container-ID können wir angeben, wenn wir möchten. Jetzt können wir einen Hostnamen für den Proxy Manager angeben. Ich gebe einfach ein PM für Proxy Manager, 8 GB. Jetzt können wir das Netzwerk wählen. Und ganz wichtig, bei dem Advanced Install kann ich auch eine statische IP hinzufügen. Ich gebe eine IP an, von der ich weiß, dass die frei sind und außerhalb von meinem DHCP-Scope sich befindet. Falls ihr bei euch keine Ausnahmen definiert habt oder nicht weiß, welche IP frei ist, könnt ihr einfach die Kommandozeile öffnen und IP-Adressen in eurem DHCP-Bereich pingen und sucht euch eine aus. Also ich weiß, dass die belegt ist. Man sieht, da kommt eine Antwort, und sucht einfach eine, wo keine Antwort zurückkommt.
Das könnt ihr dann verwenden für die IP-Adresse von eurem Nginx Reverse Proxy Manager. Ich werde im weiteren Verlauf einfach nur Proxy Manager sagen und ihr wisst, wovon die Rede ist. Gut, 10, 10, 13, 49 ist frei, dann nehmen wir das. 49 und hier muss das Subnetz auch mit angegeben. Zu 99,9% ist es bei euch /24. Wenn nicht, dann wisst ihr wovon die Rede ist und gibt es dann korrekt an. Die Gateway-IP ist 10.10.13.10. Das ist die IP-Adresse von eurem Router. Wir verwenden IPv6 nicht, dann werde ich das auf None stellen. Das können wir skippen, das lassen wir auf Default. DNS ist unser Pi-Hole 10.10.13.51. Ihr müsst hier euren DNS-Server angeben. Das kann, wenn ihr Pi-Hole oder AdGuard seid, die IP davon sein. Wenn nicht, dann eure präferierte DNS-Adresse. Das kann 4 die 1 sein oder 4 die 8 für Google oder OpenDNS oder was auch immer ihr als DNS-Server verwendet in eurem Netzwerk. Das könnt ihr übrigens dann auch prüfen, falls ihr nicht wisst, was das ist, mit ipconfig/all auf eurem Rechner und dann habt ihr da unter DNS-Server den Eintrag, 1 oder 2 Einträge werdet ihr da vorfinden und das gebt ihr dann hier ein. So, next. Ich habe keinen zweiten DNS. Next. Next. Kein VLAN. Next. Okay, alles auf Default lassen. Enable Root SSH Access machen wir an. Machen wir auch an. Ja. Dann sehen wir eine Übersicht von unserer Installation. Und wenn wir damit zufrieden sind, drücken wir einfach auf Yes. Ja. Unsere Einstellungen werden gespeichert. Jetzt müssen wir ein Host-Upgrade machen. Die ganze Installation dauert schon ein wenig, aber die Geduld zahlt sich aus. Und die eigentliche Anleitung beginnt auch erst, wenn wir den Proxy Manager fertig installiert haben. So, die Installation ist endlich fertig und wir können den Proxy Manager über diese Adresse aufmachen. So, jetzt können wir uns anmelden. Die E-Mail-Adresse müssen wir für die Anmeldung angeben. Es werden aber keine Mails verschickt. Es kann auch eine Fake-Mail-Adresse sein, irgendeine Mail-Adresse. Die werdet ihr nur zum Anmelden benötigen und sonst gar nichts. Und hier könnt ihr ein Passwort wählen. So, jetzt sind wir endlich auf der grafischen Oberfläche von dem Nginx Reverse Proxy Manager und jetzt wird die Sache erst richtig interessant. Damit das mit den Zertifikaten funktionieren kann, braucht ihr unbedingt eine eigene gekaufte Domäne. Ihr müsst leider ein wenig Geld investieren und eine Domäne kaufen. Da kann ich euch Cloudflare empfehlen. Ich verwende Cloudflare jetzt schon seit sicher einem Jahrzehnt und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist nicht von Cloudflare gesponsert oder irgendetwas. Die haben keine Ahnung davon, dass ich das jetzt gerade erwähne. Ich verwende das einfach privat gerne und die haben sehr viele Features, die einfach kostenlos sind. Man konnte schon seit langem Domänen dorthin transferieren. Jetzt kann man Domänen dort auch direkt registrieren und verwenden und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe da bereits ein Konto und da werde ich mich anmelden. Falls ihr kein Konto habt, könnt ihr ja dann ganz einfach ein Konto erstellen. So, ich melde mich mal an. So, zweiter Faktor. Und rein in die gute Stube. So, meine Freunde. Wenn ihr euch mal bei Cloudflare angemeldet habt, dann seid bitte nicht verwirrt über die vielen Optionen. Die Option, die uns jetzt im Moment interessiert, sind Domains und Domainregistrierung. Das kostet ungefähr 10 Euro im Jahr. Ich glaube, das ist für jeden erschwinglich. Und dann könnt ihr einfach hier hingehen und sagen Domainkauf. Ihr könnt hier nach einer Domain suchen. Ich nehme einfach mal Arnatex2, weil arnatex.com habe ich schon registriert. Und da kann ich wählen, wenn die frei ist, kann ich sie direkt kaufen. Und wenn nicht frei, dann kriege ich Alternativen vorgeschlagen. Oder ich kann auch einfach hier nochmal nach einer Domain suchen. Dann geht ihr auf den Kaufbildschirm und ihr kennt das aus jedem Online-Shop. Ihr klickt euch durch, bezahlt das, wählt, wie lange ihr die Domain kaufen wollt, 1, 2, 3 Jahre und so weiter. Und wenn ihr das gemacht habt und die Domain euch gehört, können wir in die Einstellungen gehen von eurem Benutzernamen, dann unter API-Token. Da brauchen wir jetzt einen Token und den erstellen wir, um zu verifizieren mit dem Nginx Proxy Manager, dass diese Domäne tatsächlich euch gehört. Das werde ich mal hier machen.
Hier unten habe ich meine Tokens, die ich bereits erstellt habe. So, wir nehmen eine Vorlage, Sonnen-DNS bearbeiten. Das ist die Vorlage, die uns interessiert. Vorlage verwenden. Dann wählen wir hier bearbeiten, eine spezifische Zone. Dann wähle ich die Domäne, die mich interessiert. Ich habe hier mehrere, aber die Domäne, die uns interessiert für diesen Test, ist die arnatex.com. Dann können wir einen Start- und Endzeitpunkt von dem Token wählen, falls wir möchten, dass der Token irgendwann mal ungültig ist. Und dann gehen wir weiter zur Zusammenfassung. DNS bearbeiten ist das Recht, welches wir da gewählt haben für die Domäne arnatex.com, und dann können wir den Token erstellen. So, das ist mal der Token, der wurde jetzt erstellt und den benötigen wir gleich im nächsten Schritt beim Nginx Reverse Proxy Manager. Den tue ich auch gleich hier mit kopieren, dann habe ich den in den Zwischenspeicher. Dann gehen wir zurück zu unserem Proxy Manager, gehen auf Zertifikate, Add Certificate, Let's Encrypt via DNS. So, dann geben wir die Domäne ein, pyhole.arnatex.com ist die Domäne, die ich wähle. So, jetzt wird es interessant. DNS-Provider ist bei uns Cloudflare und hier werden wir unseren API-Token hinzufügen. Hier ist auch so ein Platzhalter-API-Token, den tun wir raus und nach dem Gleichzeichen führen wir unseren Token ein. Drücken Save. Es dauert einen Moment, bis das Zertifikat ausgestellt worden ist. Übrigens, diesen Token könnt ihr dann abspeichern irgendwo, den werdet ihr jetzt im Cloudflare nicht mehr sehen, wenn ihr die Seite verlässt. Auch im Nginx Proxy Manager werdet ihr den API-Token nicht mehr sehen. Also es empfiehlt sich, falls ihr den weiterverwenden wollt für andere Subdomains in eurem Netz, diesen irgendwo bei euch zu speichern, sicher zu speichern. Oder ihr erstellt einfach einen neuen Token, wenn ihr eine weitere Seite erstellen wollt. So, hier steht dann jetzt not used. Jetzt werden wir das in Verwendung nehmen und dazu gehen wir auf den Reiter Hosts und Proxy Hosts. Dann gehen wir Add Proxy Host und geben hier wieder die Domäne ein, pyhole.arnatex.com. Ich wähle HTTPS, weil der Pi-hole ist ja bereits über HTTPS zu erreichen. Ich gebe hier aber jetzt die IP-Adresse von dem Pi-hole an, weil die DNS-Auflösung sonst nicht funktionieren würde. Wir werden den DNS-Namen vom Pi-hole auf die IP-Adresse von dem Nginx Reverse Proxy Manager zeigen lassen müssen. Und wenn die DNS-Auflösung dann nach dem Pi-hole.arnatex hier sucht, würde es auf den Proxy Manager Host zeigen und dann gäbe es einen Loop und die Seite würde nicht aufgehen. Das heißt, ich gebe hier die IP-Adresse an und dann habe ich damit keine Probleme. Das hindert aber den SSL-Zertifikat nicht. Zur Funktion, ich wähle hier den ausgestellten Zertifikat, Force SSL, HSTS Enable, damit sage ich dem Browser, er soll HTTPS erwarten, wenn die Seite aufgerufen wird. HTTP2 Support werde ich einstellen. Diese Option lasst ihr bitte deaktivieren. Die kann ziemlich viel Schaden anrichten, falls ihr eine Subdomain aufrufen wollt, bei der ihr SSL noch nicht konfiguriert habt. Unter Advanced Settings, Trust Upstream Forward Proto Headers würde nur zum Tragen kommen, falls ihr dann vor dem Nginx Reverse Proxy Manager noch einen anderen Proxy habt, was ihr wahrscheinlich nicht habt, könnt ihr deaktiviert lassen. Wir drücken jetzt auf Save und damit sind wir auch schon fertig. So, damit das jetzt aufgelöst werden kann über den neuen Eintrag, müssen wir unserem DNS-Resolver sagen, dass unser Pi-hole jetzt nicht mehr über die alte IP-Adresse, die wir im Pi-hole eingetragen haben, erreichbar ist, sondern wir müssen die IP-Adresse von dem Nginx Proxy Manager angeben. Dazu gehe ich zum Pi-hole, gehe auf Settings, Local DNS Records und hier finden wir den DNS-Eintrag, den ich bis jetzt verwendet habe, um Pi-hole aufzumachen. Und hier gebe ich einfach ein die IP-Adresse von dem Nginx Proxy Manager. Das ist die 10.10.13.49 plus. Falls ihr keinen lokalen DNS-Resolver habt, müsst ihr einen Weg finden, um diesen DNS-Eintrag aufzulösen bei euch, weil leider funktionieren Zertifikate nicht über die IP-Adresse und wer möchte sich schon eine IP-Adresse merken. Mit dem Domänennamen ist das eigentlich viel bequemer und viel schöner. Also ich kann euch nur empfehlen, legt euch Pi-hole oder AdGuard zu, damit ihr einen lokalen DNS-Resolver habt. Zur Not könnt ihr das auch im lokalen Host-Eintrag von eurem Betriebssystem anpassen. Da gibt es unter Windows, Mac und Linux die Host-Datei, wo ihr dann händisch diesen Eintrag anpassen könnt in eurem lokalen Netzwerk. Früher haben sich Spiele-Hacker und Software-Hacker der Host-Datei bedient, um das Nachhause-Telefonieren von der jeweiligen Software zu verhindern. Das war sehr beliebt.
Heutzutage gibt es bequemere Methoden. Okay, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die lokale Host-Datei anpassen könnt, das werde ich euch dann unten auch im Blog-Eintrag anzeigen lassen, wie ihr das machen könnt. Aber wie gesagt, ich würde euch Pi-hole oder AdGuard empfehlen in eurem lokalen Netz. Jetzt, wenn ich pi-hole.arnatex.com in meinem Browser aufmache, sollte die Zertifikatswarnung nicht mehr kommen und das testen wir auch gleich. Und unabhängig, ob ihr HTTPS mitgibt oder nicht, der Browser wird euch direkt auf HTTPS, also verschlüsselt, umleiten. Passt. Und wie ihr seht, keine Zertifikatswarnung mehr. Verbindung ist sicher. Zertifikat ist gültig. Und jetzt können wir sehen, allgemeiner Name pi-hole.arnatex.com, ausgestellt von Let's Encrypt und die Gültigkeit bis zum Dienstag, 1. September 2026. Und keine Sorge vor dem Ablaufdatum, das Zertifikat wird automatisch verlängert für euch. So, wir sind jetzt auch zum Ende von dieser Anleitung gekommen. Ihr könnt den Zertifikatswarnungen Tschüss, Ade und auf Nimmerwiedersehen sagen. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und es hat dir gefallen. Lass mich in den Kommentaren wissen, was ich verbessern könnte und welche Eindrücke du zu dem Video hast und generell zu der Anleitung. Und über ein Like würde ich mich sehr freuen. Wenn du weitere Anleitungen von mir sehen möchtest, kannst du den Kanal kostenfrei natürlich abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Ahmed für Arnatex.